Der Harz ist ein Mittelgebirge in der Mitte Deutschlands. Die Region hat eine lange Bergbautradition und für den Bau von Stollen wurde viel Holz benötigt. So wurden die ursprünglichen Hain-Siemsen- und Waldmeister-Buchenwälder im Laufe der Jahre in Fichten-Monokulturen umgewandelt. Heute steht der Wald vor großen Problemen. Diese standortfremden Baumarten sind an das dortige Klima nicht angepasst, schon gar nicht im Zuge des Klimawandels. Es ist nicht empfehlenswert, im Harz Fichtenarten anzubauen. Durch Hitzesommer in den letzten Jahren litten die Forsten zunehmend unter Hitze und Trockenstress. Hinzu kommt, dass die Fichtenmonokulturen sehr anfällig gegenüber Baumschädlingen wie dem Borkenkäfer sind. Ein Großteil der bereits geschwächten Flächen wurde in den letzten Jahrzehnten von dem Borkenkäfer dahingerafft. Diese befallenen, kranken Teile des Ökosystems wurden forstwirtschaftlich geräumt und angrenzende Flächen kahlgeschlagen, damit die Verbreitung des Borkenkäfers eingedämmt werden kann. Erfolglos. Im Gegenteil, die Ökosystemdienstleistungen des Waldes wurden zusätzlich geschwächt. Durch den Einsatz schwerer Maschinen wird der empfindliche Boden verdichtet. Die Durchlässigkeit und Filterfunktion wird verringert. Naturgefahren wie Hochwasser können zunehmen. Der Harz hat seit 2018 große Probleme. Wer einmal quer durch den Harz fährt, sieht, dass der Großteil der Fichtenbestände abgestorben ist, entweder durch Borkenkäfer oder vorher schon durch den Wind umgefallen und geworfen. Es gibt sehr große Freiflächen, die es in den nächsten Jahren gilt, wieder zu bepflanzen oder sich durch Naturverjüngung verjüngen zu lassen. Diese Freiflächen sind sogar im Harz schon so groß, dass sie die Freiflächen nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich überschreiten. Der Zustand heute? Die Böden sind durch die Nadelstreu sauer. Borkenkäfer greifen die eintönigen Wälder an und der Klimawandel bringt einen zusätzlichen Stressfaktor in das Ökosystem. Der einst dichte Wald weicht nun totem Ödland, wo die Überreste der kahlen Baumstämme wie Pfähle in den Himmel ragen. Der Raum für menschliche Erholung und Entspannung im Harz nimmt ab. Statt im kühlen Schatten der Bäume zu wandern, schwitzt man nun in der prallen Sonne. Allerdings wurde in den 1970er Jahren ein Projekt gestartet, um verschiedene Baumzusammensetzungen aus aller Welt zu erforschen. Der Weltwald Harz. Man ist 1971 auf die Idee gekommen, hier am Harzrand ein Arboretum zu installieren. Hintergrund war eine Zweiteilung. Man wollte einmal ein touristisches Highlight schaffen, aber auch ein wissenschaftliches Projekt, was wissenschaftlich untersuchen soll, welche Baumarten hier am Harzrand unter diesen klimatischen und geologischen Ausgangsgegebenheiten vernünftig wachsen und daraus Schlüsse ziehen kann für die hiesige Forstwirtschaft, welche Baumarten eignen sich
für den Anbau hier vor Ort. Heute ist dieser Waldwald erwachsen. Sein gesundes Ökosystem und seine Biodiversität stehen im scharfen Kontrast zu den umliegenden Monokulturen. Und eine ganz wichtige Funktion bringt ein Mischwald mit sich. Er senkt erheblich die Umgebungstemperatur. Insbesondere die Nadelmonokulturen sind nicht mit weitgehend selbstregulierenden Waldökosystemen zu vergleichen und sind so sehr vulnerabel im Zuge der Klimakrise. Zwischen 2013 und 2020 ging die Vitalität von Nadelbaumforsten in Deutschland um 20% zurück. 5 Prozentpunkte mehr als in Mischwäldern. Die Hitzejahre von 2018 bis 2020 fallen hier besonders ins Gewicht. Die Bäume im Waldwald Harz sind mit der Trockenheit, die wir vor allen Dingen seit 2018 in vielen Jahren, 2018, 19, aber auch 2022 erlebt haben, sehr unterschiedlich zurechtgekommen. Das erklärt sich natürlich auch mit den unterschiedlichen Ansprüchen der Baumarten an den Standort und vor allen Dingen die Wasserversorgung. Und da ist vor allen Dingen entscheidend die Wasserversorgung während der Vegetationsperiode. Da sind viele Nadelbaumarten, vor allen Dingen die Fichtenarten, sehr schlecht mit zurechtgekommen. Fast alle Fichtenarten hier im Waldwald sind abgestorben mittlerweile. Wir haben nur noch einige wenige Sitka-Fichten und orientalische Fichten, die überhaupt noch leben. Alle anderen, wie zum Beispiel die amerikanische Rotkiefer oder die Ayan-Fichte oder auch Engelmann-Fichte, die sind hier leider nahezu komplett abgestorben. Andere Baumarten sind sehr gut damit zurechtgekommen. Beispiele wären Baumhasel oder Esskastanie oder verschiedene Nussarten wie die Schwarz- und Butternuss, an denen man hier vor Ort gar keine Trockenschäden feststellen konnte bislang. Trockenstress und wärmere Temperaturen stehen hier im direkten Zusammenhang. Wir bewegen uns gerade in eine dramatische Negativspirale. Direkte Hitzeeinwirkung führt zur Schädigung des Pflanzengewebes. Dies führt zu Baumverlust. Ein verringertes Kronendach führt zu höheren Temperaturen in Bodennähe. Die aufgewärmte Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern und entzieht so der Landschaft lebenswichtiges Wasser. Es kommt zur Austrocknung. Der Trockenstress bewirkt eine Abnahme der Vitalität und Produktivität der Vegetation. Der Baumbestand nimmt weiter ab. Durch Photosynthese wird nicht nur Kohlendioxid der Atmosphäre entzogen und in Biomasse und Boden gespeichert, was das globale Klima verbessert. Durch Evapotranspiration wird auch das Mikroklima verändert. Das Waldmikroklima gilt als wichtige regulierende Ökosystemdienstleistung und ist auch von großer Bedeutung für die menschliche Gesundheit. Das Mikroklima beeinflusst ökologische Prozesse durch biophysische Umweltbedingungen. Spitzentemperaturen tagsüber werden gesenkt und Tiefsttemperaturen nachts werden gemäßigt. Ein großes Kronendach wirft Schatten auf den Boden. Abhängig von der Albedo des Waldes wird kurzwellige Sonneneinstrahlung von den Blättern reflektiert. Dadurch wird die direkte Sonneneinstrahlung verringert und die Temperaturen sind geringer. Während der Evapotranspiration wird Energie in latenter Wärme gespeichert. Findet man anstelle von dichten Wäldern lichte Kahlschläge auf, führen die hohen Oberflächentemperaturen und das fehlende Wasser zur Zunahme der fühlbaren Wärme. Diese führt zur Advektion, wodurch die Landschaft zusätzlich an Wasser verliert. Zuletzt transportieren die Wurzeln der Bäume Wasser aus tieferen Bodenschichten an die Oberfläche. Das Wasser kann nun Speicher von Energie werden, in Form von latenter Wärme. Wie gut die Kühlung funktioniert, hängt stark von dem Blätterdach selbst ab und somit von dem dazugehörigen Waldtyp. Beim direkten Vergleich von Laub- und Nadelwäldern schneiden Laubwälder mit ihrer Kühlungsleistung in mehreren Studien besser ab. So befanden Schwab et al.
dass in Laubwäldern die lokalen Tagesmaxima in Mitteldeutschland um bis zu 1,5 Grad Kelvin tiefer lagen als in vergleichbaren Nadelwäldern. Zudem traten die Spitzentemperaturen früher im Tagesverlauf auf. Ein diverser Laubmischwald hat einen größeren Leaf Area Index und mehr Stomata. Die grüne Vegetation verteilt sich auf mehrere Stockwerke und betreibt mehr Photosynthese. Durch ein dichteres Blätterdach wird mehr Energie in latente Wärme umgewandelt. Der Kühlungseffekt nimmt zu. Die meisten in den gemäßigten Breiten wachsenden Bäume sind Herz- oder Tiefwurzler. Die in weiten Teilen des Harzes angepflanzte Fichte jedoch ein Flachwurzler. Tiefer reichende Wurzelsysteme gelangen auch an Wasser in tieferen Bodenschichten. Damit können Tiefwurzler ihren Kühlungseffekt auch in lang anhaltenden Hitzeperioden aufrechterhalten. Laubwälder haben eine höhere Albedo als Nadelforsten, wodurch mehr kurzwellige Strahlung reflektiert werden kann. Durch größere Biodiversität werden mehr Ökosystemdienstleistungen in Laubmischwäldern erfüllt. Monokulturen stehen diesem Reichtum entgegen. Die tendenziell kühleren Laubwälder bieten hier mikroklimatische Refugien für biotische Klimaflüchtlinge und bedrohte Organismen, insbesondere bei Extremtemperaturen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr 2022 auch hier einen Tag, wo um die 39 Grad waren. Und das hat einige Baumarten, von denen ich das gar nicht so erwartet hätte, doch hart mitgenommen. Zum Beispiel die orientalische Buche, Fagus orientalis, hat hier im Waldwald nach diesem Hitzetag fast alle Blätter abgeworfen, wo ich dann doch sehr überrascht war, weil ich dachte, dass die solche Hitzetage dann doch besser ab kann. Insofern haben da Baumarten schon sehr stark darauf reagiert. Auch bei den Zitterpappeln ist mir das aufgefallen, dass die an den Folgetagen schon einen Großteil der Blätter abgeworfen hat, auch Bergahorne zum Beispiel. Insofern sind solche Extremereignisse, sei es sehr starker Frost oder sehr hohe Temperaturen im Sommer, auch mit einzubeziehen. Diese Extremereignisse werden in den kommenden Jahrzehnten dem IPCC-Report zufolge häufiger und intensiver auftreten. Die bunten Wälder können mit Trockenheit besser umgehen, säubern Wasser zuverlässig und stabilisieren Hänge. Die Zunahme von Laubwald kann zudem das Brandrisiko senken und ist weniger anfällig gegenüber Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Die niedersächsischen Landesforsten arbeiten derzeit an Strategien und dem Umbau der Wälder für eine nachhaltige Zukunft. Hierbei werden Forderungen der Wissenschaft berücksichtigt. So empfehlen Felten et al., Leuschner, Knoke et al. Und Blumröder et al. Zum Beispiel, dass Laubbäume wieder dort angepflanzt werden sollen, wo in der Vergangenheit ursprüngliche Wälder durch Nadelforsten ersetzt wurden. Ibisch et al. Stellen dabei klar, dass unbedingt auch klimaresiliente Arten aus anderen Erdteilen in unseren Breiten Einzug finden sollten, da auch die heimischen Bäume unter der Klimakrise leiden. Und genau das hat der Waldwald Harz in den letzten Jahrzehnten erforscht. Ungefähr 2/3 der Flächen dieser Freiflächen werden wieder bepflanzt. 1/3 ungefähr kann sich natürlich verjüngen. Und die Flächen, die wieder bepflanzt werden sollen, werden auch mit Baumarten bepflanzt, die wir hier im Waldwald Harz finden. Ein paar sind zu nennen, die auch schon länger im Harz angebaut werden, als der Waldwald überhaupt besteht. Das wären zum Beispiel die Douglasie und die Roteiche, die haben sich auf jeden Fall bewährt, sowohl im Waldwald als auch in anderen Anbauversuchen schon vorher. Aber ich würde auch Baumarten in den Fokus rücken, die im Waldwald noch relativ klein sind. Wir haben so 15-jährige Exemplare von Baumhasel. Das ist eine Baumart, die eher in Südeuropa beheimatet ist. Und die europäische Esskastanie. Die Esskastanie findet man in Deutschland auch in größeren Beständen schon seit längerem, zum Beispiel im Pfälzerwald. Bei dem nun folgenden Waldumbau soll auf alle Aspekte der Nachhaltigkeit eingegangen werden. Ökologisch werden biodiverse Waldökosysteme angestrebt. Totholz wird auf einigen Kalamitätsflächen zurückgelassen, da ihr ökologischer Nutzen den wirtschaftlichen Profit übersteigt.
Zwar erwärmt sich Totholz auf den offenen Flächen stark, der darunter liegende Boden wird aber vor direkter Einstrahlung geschützt. Sozial erfüllt der Wald seine Funktion als Erholungsraum und Bildungsstätte. Und auch im Waldwald werden BesucherInnen angehalten, den Wald in all seinen Farben zu erleben. Wirtschaftlich soll der Laubmischwald immer noch ein Forstwald sein und den nachwachsenden Rohstoff zuverlässig liefern. Der Douglasienpfad ist ein Thema, was wir hier neu mit reinbringen und zeigen die Verwendung dieser Baumart und die Integration in unserem Waldbau. Damit die Wälder in Deutschland auch in Zukunft tragfähig sind, müssen die ökologischen Grenzen des Ökosystems zwangsläufig eingehalten werden.